Cupra hat jetzt eine aktuellere Version seines rebellischen Konzepts des Urban Rebel gezeigt und der scheint ein richtiger Hingucker zu sein. Alle aktuellen Infos dazu seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Auf der letzten IAA, auf der ich auch war, die Videos findet ihr oben rechts im Video, wurde schon das Urban Rebel Konzept gezeigt und sorgte für Aufsehen. Nur irgendwie nicht bei mir, weil ich mit dem Cupra Born beschäftigt war. Das hielt mich aber nicht davon ab, ihn mal zu fotografieren, und hier sind wir nun. Denn Cupra zeigte nun eine sehr viel serienmäßigere Version des Urban Rebel und die scheint schon erstaunlich nah dran zu sein. Bullig ist wohl das richtige Stichwort, um den Urban Rebel zu beschreiben. Der riesige Schlund des Konzepts wurde übernommen, nur eben ohne den ausladenden Frontsplitter. Teile der Schürze und die Radläufe des Urban Rebel sehen aus, als wären sie aus Carbon gefertigt, sind aber aus sogenanntem Natural Fiber Composite. Die geteilten Scheinwerfer sind dreieckig und sollen das Markenlogo widerspiegeln. Beim Greenhouse hat Cupra einen Designtrick angewandt. Die A-Säulen sind schwarz, wodurch sie optisch eine Einheit mit der Windschutzscheibe bilden. Ähnlich wie bei einem Helmvisier. Der Urban Rebel ist im Gegensatz zum Konzept, das nur 2 Flügeltüren besaß, ein Viertürer. Die Überhänge sind vorn wie hinten kurz. Das farbig abgesetzte Dach läuft sportlich aus, die C-Säule ist nach vorne geneigt. Das Heck mit durchgängigem Leuchtband und mittigem Cupra-Logo ähnelt sehr dem der ersten Studie, aber der neue zweigeteilte Dachkantenspoiler fällt einige Nummern kleiner aus. Während das Außendesign mit kleineren Ausnahmen wie dem beleuchteten Logo auf der Haube oder den riesigen Felgen schon recht seriennah ist, wirkt das Cockpit noch sehr futuristisch. Die Tür öffnet ohne Griff via Touchfläche. Im Innenraum sprechen die Spanier von einem schwebenden Armaturenbrett mit Curve-Display und unsichtbaren Lüftungsdüsen. Die stark ausgeformten Schalensitze sind elektrisch verstellbar. Das gesamte Cockpit ist auf den Fahrer ausgerichtet und wirkt insgesamt sehr klar. Wie das Armaturenbrett scheint auch die aufgeräumte Mittelkonsole zu schweben. Hinter dem unten abgeflachten Lenkrad mit kleinem Pralltopf und 12-Uhr-Markierung befindet sich ein digitales Instrumentendisplay mit 3D-Ansicht. Die Lenkradtasten, links Steuerkreuz, rechts Knöpfe sehen ein bisschen wie beim PlayStation-Controller aus. Ein besonderes Highlight ist das Head-Up-Display, das Inhalte auf die gesamte Breite des unteren Teils der Windschutzscheibe und sogar die Seitenscheiben projiziert. Ob dieses Hightech-Feature in Serie kommt, bleibt abzuwarten. Der Urban Rebel ist 4,3 Meter lang, 1,97 Meter breit und 1,57 Meter hoch. Der Radstand beträgt 2,60 Meter. Der Urban Rebel wird komischerweise oft größentechnisch mit dem Golf verglichen, die Abmessungen zeigen aber, dass er sogar kürzer als ein Polo ist. Für das frontgetriebene E-Auto wird die Plattform MEB Small des Volkswagen-Konzerns genutzt. Durch die Kombination von 3D-Druck und 3D-Strickverfahren mit parametrischem Design werden Leistung und Wertigkeit erhöht. Angekündigt wird für den Urban Rebel ein E-Motor mit 166 kW oder 226 PS und eine Reichweite von bis zu 440 Kilometer in der Range-Version. Der Kleinwagen soll in 6,9 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen können. Weitere Angaben zur Technik macht Cupra derzeit noch nicht. Die Leistung von 166 kW ist wohl deutlich näher an der Serie als die 320 kW der IAA-Studie. Die Produktion ist in Martorell geplant, sobald das Förderprogramm PERTE der spanischen Regierung genehmigt ist. Cupra will bekanntlich bis 2030 zur reinen Elektromarke werden. In diesem Zuge ist auch die Fertigung von Cupra E-Autos in den spanischen Werken geplant. Das erste BEV der Marke, der Born, wird zusammen mit anderen MEB-Modellen in Zwickau gebaut. Zu den Preisen ist offensichtlich noch nichts bekannt, sind ja auch immerhin noch mindestens 3 Jahre bis zum Launch. Angeblich soll sich der Preis aber an die 25.000 € herantasten, was ich aber eher nicht glaube. Wie gefällt euch die seriennähere Version des Urban Rebel? Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Vergesst auch nicht, ein Abo und einen Daumen nach oben dazulassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.